Auch wenn die CP Plus 2020 abgesagt wurde, haben wir uns es nicht nehmen lassen, und trotzdem mal bei dem einen oder anderen Hersteller vorbeizuschauen. In dem Fall, wie ihr es schon sehen könnt, bei Tamron im Headquarter in der Nähe von Tokio, und schauen uns mal das ganz neue 70 bis 180 mm 2.8 an. Also seid mal gespannt, wie unser allererster Eindruck vom Objektiv so ist und was wir vielleicht noch von Tamron rausbekommen konnten im Bereich Nikon Z und Canon RF Objektive. Dieses Video wird euch präsentiert von ISO. Wir haben uns mal nach drin verzogen und schauen uns das große Highlight an, das Tamron hier heute vorgestellt hat. Ihr seht schon, wir haben es hier mal aufgebaut, die sogenannte Holy Trinity, wie man so schön in der Fotografie sagt. Das heißt, wir hätten hier einmal den Start im Ultraweitwinkel-Zoom, das wäre das schon bekannte 17-28 mm. Weiter geht es mit dem Standard-Zoom 28-75. Das war ja das allererste Zoom, das Tamron rausgebracht hat für spiegellose Vollformatkameras. Und dann, und das ist ja heute die große Neuvorstellung, das ist das 70 bis 180 mm, ebenfalls mit einer durchgehenden Blende von 2,8, ohne integrierten Bildstabilisator und extrem leicht natürlich dadurch. Wir haben natürlich auch die Frage gestellt, warum eigentlich 180 mm und eben nicht 200, wie man es ja sonst eigentlich macht. Und die Begründung war auch hier, man wollte das Design möglichst klein, möglichst kompakt halten. Und durch die Entscheidung auf 180 statt 200 mm zu gehen, konnte man es vorne bei einer 67 mm Filtergewinde belassen und musste nämlich nicht auf das klassische 72 bis 77 mm hoch. Also auch hier ging es ganz klar nochmal um den Punkt, das Ganze möglichst kompakt zu halten. Eine weitere wichtige Neuerung versteckt sich in dem Kürzel DI3 VXD. Bisher war es ja RXD für die Stepping-Motoren, die Tamron verbaut hatte. Jetzt in dem VXD Autofokus-Antrieb haben wir einen doppelten Linearmotor, der hier im Objektiv verbaut ist und für einen extrem schnellen Autofokus sorgt. Wir konnten das auch schon mal kurz ein bisschen testen, hier mit der Sony Alpha 7R der dritten Generation, also auch eine Kamera mit einem sehr guten Autofokus. Und der war wirklich quasi auf den Punkt wieder umfokussiert. Das heißt, das, was ihr von anderen Linearmotoren schon kennt vom Ergebnis, das heißt zum Beispiel Canons Nano USM, haben wir auch schon getestet, oder im Sony 16-55 mm 2.8, die arbeiten ja alle mit Linearmotoren. Ein sehr ähnliches Ergebnis von der Geschwindigkeit habt ihr hier. Ich sage noch direkt dazu, es sind aktuell noch Vorseriengeräte, das heißt, da kann sich sogar noch ein bisschen was tun in positiver Hinsicht, bis das Ganze dann wirklich final auf den Markt kommt. Preis und Co. stehen auch leider noch nicht fest, aber hoffen wir mal, das Ganze kommt möglichst bald. Wir hatten auch noch die Chance, ein kleines Interview zu führen mit einigen Leuten von Tamron, und ich habe natürlich auch gefragt, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus mit natürlich Canon RF und den Nikon Z-Mount? Will man in die Richtung denn demnächst auch mal irgendwie expandieren, weil das interessiert natürlich auch viele von euch da draußen und mich natürlich auch privat irgendwie. Und man schaut sich weiterhin an, das ganze Problem, so wie man uns das erzählt hat. Sony ist sehr offen, was das Protokoll angeht, das heißt, es ist vergleichsweise einfach, Objektive dafür zu entwickeln. Bei dem RF und Z-Mount muss man das eigentlich alles über Reverse Engineering selbst herausfinden. Es ist also vergleichsweise aufwendig, die Objektive dafür zu entwickeln. Also vor allem der Software-Part ist derzeit das Problem. Da jetzt aber sowohl Canon mit der neuen R5 als auch Nikon mit ihren Z-Mount-Geschichten integrierte Stabilisatoren hat, würde man wahrscheinlich dazu übergehen, grob die Designs, die bereits entwickelt wurden, dann auch später zu adaptieren. Aber wie gesagt, noch evaluiert man das Ganze, also keinerlei Aussage, ob wirklich die Objektive für andere Mounts kommen, und sollten sie kommen, wenn dann wann. Aber vielleicht gibt es ja in ein paar Monaten schon dazu weitere Neuigkeiten, denn Ende Mai startet schon die Fotokina in Köln. Wenn ihr da vorbeischauen wollt, schaut doch jetzt mal unten in die Videobeschreibung rein. Da findet ihr noch weitere Informationen zur Messe in Köln. Würde mich freuen, vielleicht sehen wir uns ja auch da mal persönlich.